Und auf einmal mussten wir daheim bleiben. Die Corona-Pandemie 2020 zwang die meisten Länder zu Schutzmaßnahmen und dazu gehörte vor allem die Eindämmung der Ausbreitung durch Isolation und Abstand zu den Mitmenschen. Für viele von uns spielte sich jetzt nicht nur die Freizeit, sondern auch der Job daheim in den eigenen vier Wänden ab. So wie auch für mich. Das bin ich, Pascal, 42 Jahre alt, TV-Producer im Homeoffice, ursprünglich aus Konstanz, lebe und arbeite seit einiger Zeit in der Schweiz. Und schon wieder auf Netflix hängen geblieben. Hey Mann, du wolltest doch eine Sendung machen. Ach nö, nur noch eine Folge ist doch gerade so spannend. Auf jetzt! Ah, na gut. Also, rasieren könntest du dich auch mal wieder. Hä? Habe ich jetzt gerade gesagt oder gedacht? Könnt ihr mich hören? Okay. 2 Monate in Isolation scheinen doch nicht ganz so spurlos an einem vorüberzugehen. Dass man nicht wie gewohnt seine Freunde und Familie besuchen kann, ist auf Dauer schon belastend. Für einige Monate war sogar die sonst offene Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland geschlossen und ich konnte meine Schwester, welche in Konstanz lebt, nur noch an den aufgestellten Zäunen besuchen und durch das Gitter mit ihr sprechen. Natürlich ist das bei weitem nicht so tragisch wie bei manch anderen Familien mit Kranken oder sogar Todesfällen. Oder Menschen, die gerade ihre komplette Wirtschaftsgrundlage verlieren. Das ist mir schon klar. Aber ich glaube, dass neben den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten während dieses Lockdowns vor allem die soziale Distanz eine psychische Herausforderung für die meisten Menschen ist. Lebt man isoliert, kann man schnell einsam werden und in ein psychisches Loch fallen. Füttert man den Zustand mit negativen Gedanken, wird es immer schlimmer. Depressionen und andere chronische Krankheiten können entstehen. Wie kommt man da also wieder raus bzw. erst gar nicht rein? Neben den kleinen Freuden im Leben, die auch sehr wichtig für das Wohlbefinden sind, ist Kommunikation und Nähe zu anderen Menschen sicherlich ein sehr wichtiger Teil. Wie funktionieren unsere Kommunikationskanäle und wie nehmen wir die Welt wahr? Grundlegend erfährt jeder Mensch seine Umwelt zunächst über 5 Basissinne. Also visuell über das Sehen, das ist bei weitem der wichtigste Sinn für viele Menschen. Auditiv über das Hören. Ah, fertig. Olfaktorisch bezeichnet man den Geruchssinn. Mmh. Haptisch über den Tastsinn. Au. Heiß. Und dann noch gustatorisch, also über den Geschmackssinn. Der ist gut. Der ist verdammt gut. Jetzt in der sozialen Isolation sind wir noch mehr wie sonst auf technische Geräte angewiesen, um mit anderen zu kommunizieren. Wie zum Beispiel der Videochat. Ich benutze das mittlerweile täglich und finde, es funktioniert auch recht gut, um mit seinen Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben und eben mehr das Gefühl zu haben, es sitzt jemand direkt vor einem. Mein Freund Jens aus Konstanz ist Altenpfleger und hat täglich mit isolierten und einsamen Menschen zu tun. Mal sehen, was er für Erfahrungen damit hat. Wenn du dich bitte kurz vorstellen könntest, wer bist du, wie alt bist du und was machst du? Also ich bin der Jens, bin 38, komme aus Konstanz und bin Altenpfleger oder Altenpflegehelfer. Wie hat sich denn dein Arbeiten während der Corona-Krise jetzt verändert? Wurde das jetzt arg schlimmer oder anstrengender oder wie waren die Veränderungen? Ja, also im Grunde vom Arbeiten an sich ist es nicht groß anders geworden, dass man gar nicht mehr rauskommt. Das ist halt eine psychische Belastung, die natürlich jetzt dazukommt. Also wir haben da zum Beispiel auch eine Dame, mit der ich auch sehr eng bin und sie war es dann auch gewohnt, dass regelmäßiger Besuch kommt und das waren so die Highlights in der Woche, ist ganz klar. Da hat man sich auf den Tag gefreut und da hat man noch ein bisschen Struktur gehabt und die Struktur müssen wir halt jetzt versuchen aufzufangen.
damit es jetzt nicht in eine Depression oder in extreme Traurigkeit geht oder sogar auch ein Aufgeben von sich selbst. Also das sieht man immer mal wieder in Phasen, dass die Leute einfach sagen, ja, jetzt habe ich ja gar nichts mehr, jetzt habe ich noch nicht mal mehr meinen Besuch, den ich bekommen kann und jetzt ist eigentlich auch nichts mehr wert. Das ist in vielen Köpfen eigentlich auch mit impliziert, ganz klar, weil ja, es wird immer weniger vom Körperlichen her, man kann immer ein bisschen weniger und der Kopf ist doch noch da, ganz klar und das macht den Leuten schon sehr zu schaffen. Also dieses Isolierte, kannst du sagen. Also würdest du behaupten, dass jeder Einzelne ganz individuell mit Einsamkeit umgeht? Auf jeden Fall. Ja. Also der eine ist eher so, dass er sich zurückzieht, traurig ist, aber es nicht zeigen möchte. Die anderen sind sehr offen traurig. Manche sind aggressiv, werden leicht aggressiv, weil sie einfach sich eingesperrt fühlen. Aber im Grundlegenden ist es eher so, dass alle zusammen das gleiche Problem haben. Die Einsamkeit, die sie traurig macht und jeder hat ein anderes Ventil. Inwiefern würdest du sagen, ist die Haptik, also das Berühren, das Anfassen, das in den Arm genommen werden, wichtig oder welchen Stellenwert hat es in der Kommunikation bei euch? Es gehört auf jeden Fall voll dazu. Also im Grunde, ja, man kann sich nicht vom Patienten distanziert halten, das geht nicht, weil im Grunde auch, wenn man jemanden transferiert zum Beispiel, ist man ganz nah an der Person dran. Es gibt immer wieder die Fälle, wo du dann auch abends, wo du dann doch mal ein bisschen Zeit hast, vielleicht nach der Pflege dann und nach dem pflegerischen Aspekt, dass du dich dann nochmal hinsetzt, mal ein paar Minuten redest und hatte auch schon die Fälle, dass dann jemand, wenn du in den Arm nimmst, dann auch die Dämme brechen und Tränen kommen, aber auch halb Tränen der Freude, halb Tränen des Trauers. Hast du das Gefühl, dass dein Job in der Zukunft auch aus dem Homeoffice teilweise gemacht werden könnte? Oder sagst du, das ist also ein Job, da musst du mit den Menschen direkt arbeiten? Also ich glaube, meine Komponente des Jobs lässt sich nicht durch einen Computer oder ähnliches auffangen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ähm, es ist ja auch Pflegeroboter werden gemacht oder werden entwickelt, um das aufzufangen. Aber wenn du jetzt überlegst, du sitzt da und hast eigentlich den ganzen Tag fast keine Ansprache äh, und dann kommt auf einmal noch irgendein Roboter vorbei und ja, nimmt dich noch nicht mal in den Arm und wenn, dann tut es da weh. Also im Grunde, ich denke, die Komponente, dass man wie jetzt durch Chats oder ähnliches so gewisse Komponenten des Sozialdienstes zum Beispiel mit reinnehmen kann, dass man sagt, okay, von zu Hause aus, ich kann ein Programm machen, wie jetzt auch Kirchenprogramm wird zum Beispiel in unserem Haus jetzt auch per Videoübertragung gemacht. Also das sind Sachen, die würden auf jeden Fall funktionieren, ja. Okay. Wenn du jetzt zum Schluss nochmal abschließend so ein paar Sätze sagen könntest zum Thema Gesellschaft, Einsamkeit, Technologie, wie bringst du diese drei Begriffe zusammen? Also die Gesellschaft an sich ist schnelllebiger geworden, auch sehr vielschichtig und dadurch ist die Technologie auch wichtig geworden, aber macht halt auch im Grunde einsam, weil man eben diese Haptik nicht hat. Kann niemanden umarmen, man hat keinen in der Nähe, wo man vielleicht einfach mal ein bisschen Nähe zu einem anderen Menschen bekommt. Das, denke ich mal, kann auch eine gewisse Einsamkeit mit sich bringen. Dass man sich mehr zurückzieht in die virtuelle Welt oder in die Medienwelt oder auf dem Handy, dass man nur noch die Kollegen auf dem Handy kennt oder die Leute gar nicht kennt, wie jetzt manche, die 1000 Freunde haben und mit keinem reden können, wenn es ihnen mal schlecht geht. Also das, ja, weil man ja doch eigentlich zu Hause sitzt alleine und in einen kleinen Kasten reinschaut. Also das ist schon was anderes. Ja. Trotzdem, Jens, war es schön, dich auch in einem kleinen Kasten zu sehen und mit dir zu sprechen. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns bald wieder in echt. Das ist natürlich viel besser und freue mich schon aufs nächste Mal. Den Flimmerkasten ausschalten, das Handy drin lassen und einfach mal rausgehen. Das ist eine gute Idee. Noch besser ist, man sucht sich ein Hobby, welches so wenig wie möglich mit Technik zu tun hat
um einen Ausgleich zu schaffen. Wie zum Beispiel Sport oder auch einfach ein bisschen Gartenarbeit. Vielleicht wird ja irgendwann einmal ein Roboter meinen Garten aufräumen, während eine künstliche Intelligenz meine Filme schneidet. Aber ganz so weit sind wir noch nicht und wenn ich ehrlich bin, tut mir der Ausgleich der Gartenarbeit auch wirklich gut. Ich bin an der frischen Luft, körperlich aktiv und kann meinen Gedanken freien Lauf lassen. Außerdem lernt man so auch mal die Nachbarn kennen und kommt schnell ins Gespräch. Ich glaube, dass man neben einer Work-Life-Balance eben auch eine Technology-Nature-Balance braucht. Was aber, wenn man beides verbinden kann? Arbeiten aus dem Homeoffice bietet vor allem den Vorteil, dass man nicht ortsgebunden ist. Mein Freund André aus Berlin hat die Vorteile des ortsungebundenen Homeoffice schon klar für sich entdeckt. Ich bin mal gespannt, wo er sich gerade rumtreibt. Hey André! Hey Pascal, das ist aber Wo bist schön, du dich denn? zu sehen. Ja, ich bin gerade im Brandenburger Land unterwegs, auf den Ruppiner Seen. Okay. Mit dem Hausboot diesen Sommer zum ersten Mal. Ist das jetzt Homeoffice mit dem Hausboot oder Urlaub mit dem Hausboot? Das ist eine Verbindung aus Homeoffice und Urlaub. Okay. Also unser Arbeitgeber hat uns die Möglichkeit gegeben, unseren digitalen Arbeitsplatz dahin mitzunehmen, wo wir möchten. Hauptsache, wir stehen halt zu der entsprechenden Uhrzeit zur Verfügung und erledigen unseren Job. Wahnsinn. Und da fällt das Handy runter. Und da ist das Handy gerade runtergefallen. Genau. Weil du fährst ja gerade ein Hausboot, also du sitzt am Steuer. Genau, ich fahre gerade das Hausboot. Das Handy steht hier so vor mir. Ja. Und ich versuche nebenbei ganz vernünftig zu steuern. Ich kriege immer von meinem Co-Kapitän hier vorne, kriege ich immer irgendwelche Anweisungen. Und jetzt ist gerade eine Paddlerin vor mir, die weiß nicht so richtig, wohin sie will. Ja. Fahr lieber mal rum, bevor wir weiterreden. Ja, ich fahre jetzt mal da rum und hoffe, dass sie das irgendwie hinbekommt, hier am Ufer zu bleiben. Das ist ganz schön gefährlich, was die macht auf dem Kanal. Gut. Da sehen wir das auch mal, genau. Da ist die Paddlerin. Oh, das ist ja ganz schön schmal, ja. Ja, genau. Also, wir haben natürlich. So, jetzt geht es wieder. Mhm. Aber es ist ja schon unglaublich, dass die Technik so gut funktioniert, dass also auch eine einwandfreie Verbindung stattfindet zu dir. Ja, also das finde ich auch erstaunlich. Also bis vor einigen Jahren war das noch so, dass in Brandenburg eigentlich gar keine Internetverbindungen waren. Und mittlerweile haben die das so gut ausgebaut, dass man über UMTS oder LTE hier vernünftig arbeiten kann und auch 8 Stunden am Tag oder bis zu 8 Stunden am Tag hier auch online sein kann, um seinem Job nachzugehen. Jetzt haben wir dich gar nicht vorgestellt. Wer bist du eigentlich? Was machst du und wie alt bist du? Ach so, ja. Also ich bin André Hartlapp, ich bin mittlerweile schlanke 40 Jahre alt und bin Online-Trainer. Das heißt also, ich habe Kurse in der Erwachsenenbildung zu betreuen und mache dort unter anderem Medienmanagement, Projektmanagement in Vollzeitkursen und gebe die halt alle über den Computer, also über den Rechner. Die Kurse sind immer so 2 Monate lang, das heißt also, es sind richtige Klassen, die da zusammengewürfelt werden und 40-Stunden-Wochen und und die sitzen halt überall verteilt in Deutschland. Also die Teilnehmer der Weiterbildung sitzen überall verteilt und können also an diesen Online-Kursen können sich in diese Online-Kurse überall einwählen. Mit der digitalen Lernplattform WBS LearnSpace 3D wird die berufliche Bildung zum Erlebnis. Der WBS LearnSpace 3D ermöglicht neue Bildungserfahrungen in einer eigenen virtuellen Lernwelt. Jeder Teilnehmer erstellt sich einen persönlichen Avatar, mit dem er sich eigenständig durch das virtuelle Gebäude bewegt und dort auf andere Teilnehmer und die WBS-Trainer trifft. Im virtuellen Raum können die Teilnehmer spielend einfach in einer realistischen Umgebung lernen und so Seminare, Coachings oder Veranstaltungen bei der WBS-Akademie neu erleben. Im Besprechungsraum wird in kleineren Gruppen gearbeitet. Die Teilnehmer lernen von kompetenten, praxiserfahrenen Trainern und lösen eigenständig konkrete Aufgabenstellungen des Berufsalltags. Was würdest du sagen, wird sich ändern nach der Corona-Krise zum Thema Homeoffice? Wird das sich verstärken? Wird es mehr Jobs im Homeoffice geben? Ja, also ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass hier ein Wandel vollzogen wird und nicht nur bei unserem Unternehmen, die das sowieso schon immer gemacht haben, oder nicht immer, aber seit 4 Jahren gemacht haben und jetzt auch viele andere Unternehmen einfach mal merken, wie viel
möglich ist, auch aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten, zu steuern. Also wie viel du auch als Unternehmer gegenüber deinen Angestellten in die Waagschale werfen kannst, zu sagen, pass mal auf, du hast die Flexibilität, du musst nicht jeden Tag durch 2 Stunden Berufsverkehr hin zur Arbeit und dann 2 Stunden Berufsverkehr zurück, um dann eigentlich in der Zeit dazwischen lediglich an einem Computer zu sitzen in einem Großraumbüro, sondern du kannst einfach, nachdem du deine Kinder von mir aus zum Kindergarten gebracht hast und in die Schule gebracht hast, kannst du einfach nach Hause zurückkehren, schaltest den Rechner ebenso ein, kriegst alle Programme zur Verfügung gestellt und kannst deinen Job dort auch erledigen. Ich habe es auch von vielen mitbekommen, dass das auch so, dass es einfach ohne Probleme gelaufen ist. Also es waren bei Lehrern so, die also an staatlichen Schulen im Gymnasium unterrichten, die von zu Hause aus ihre Schüler mit Aufgaben bestückt haben, also mal eine Stunde gelehrt haben, dann gab es Aufgaben, dann haben die Aufgaben zurückgesandt, darüber, es hat gut funktioniert und auch bei jetzt Freundin von mir, die beispielsweise auch in der Bank arbeitet, dass das halt ebenfalls möglich ist, dass du natürlich eine Kundenbetreuung nach wie vor auch über Chat, über E-Mail, auch von deinem Rechner zu Hause machen kannst. Und ich glaube, Fazit, lange Rede, kurzer Sinn, dass das schon viele Unternehmen jetzt wahrnehmen und annehmen werden und zumindest die Möglichkeit geben, zu sagen, ihr könnt einige Tage in der Woche, mindestens einen, weiß ich nicht, vielleicht auch 2 oder 3, aus dem Homeoffice arbeiten und den Rest sehen wir uns dann eben zum Beispiel zu Meetings, die unbedingt persönlich stattfinden wollen, bei uns im Office. Ja. Letzte Frage, so Zukunftsaussicht, Thema Gesellschaft, Technologie, Isolation. Wie sind deine Gedanken dazu? Ja, natürlich habe ich mitbekommen, auch von Freunden, dass gerade zum Beispiel diese Sache jetzt mit eingesperrt zu sein, also einfach nicht mehr die Freiheit zu haben, mit der wir aufgewachsen sind, mit der ich natürlich auch aufgewachsen bin seit über 40 Jahren, also quasi dahin fahren zu können, wo ich möchte, dort leben zu können, wo ich will und vor allem auch so leben zu können, wie ich es will, dass das jetzt in den letzten 2, 3 Monaten, also Vierteljahr, dass das stark eingeschränkt war. Und das hat zu Ängsten geführt bei vielen, glaube ich auch. Also dass das eine Sache ist, die jetzt verankert ist, dass also diese ganze Freiheit, die wir sonst genießen, dass die nicht mehr da ist. Oder dass die sehr schnell weg sein kann, vielleicht ist das besser. Dass die also einem sehr schnell genommen werden kann, zum Beispiel durch solche Situationen wie eine Viruspandemie. Aber ich denke, im Endeffekt werden wir auch damit zurechtkommen. Man wird sich lange daran erinnern. Man wird sich auch durch die wirtschaftliche Situation, die jetzt in den nächsten Monaten und Jahren noch wahrscheinlich folgt, in einigen Branchen insbesondere daran erinnern müssen, was hier passiert ist. Aber die Sache mit der Isolation, ja, die Leute werden in einigen Monaten wieder frei sein und das machen können, was sie vorher auch immer gemacht haben und werden das wahrscheinlich eher zu schätzen wissen, dass sie eben diese Freiheit genießen. Also sprich, was für ein wertvolles Gut das an Freiheit ist. Das ist, glaube ich, eher nochmal so ein Punkt, der von vielen viel intensiver jetzt in der Zukunft gelebt sein wird. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja. Genau. Die Freiheit, dorthin zu fahren, wohin man möchte. Ich glaube, vielen von uns war lange gar nicht bewusst, wie wertvoll diese Freiheit ist, bis sie einem genommen wurde. Zu schätzen lernen, was man hat. Das ist wirklich ein Big Learning für alle. Vielleicht schärft diese Krise ja auch ein bisschen zumindest das Bewusstsein und die Wertschätzung für das, was man hat. Es gibt viele Dinge, welche wir in der westlichen Industriegesellschaft für normal ansehen und denen wir keine Beachtung mehr schenken. Dabei gibt es unzählige Länder, wo der Lebensstandard weit unter dem liegt, was für uns normal ist. Dass wir zum Beispiel immer Zugang zu Lebensmitteln haben, ist etwas, worüber sich kaum einer im Alltag Gedanken macht. Wenn alles so easy seinen gewohnten Gang geht, wozu sich auch Sorgen machen? Dass von einem Moment auf den anderen das Schicksal aufs Härteste zuschlagen kann, davon weiß mein Freund Humor zu berichten. Hey Humor, great that you have time to talk. How are you? Hey, yeah, good to see you again, Pascal. Well, see, quote unquote. I'm doing good. Restrictions are lifting slowly and progressively over here in Australia. So we're kind of hitting, the other side of the peak. Although we've been spared quite a few because of the literal isolation of Australia and New Zealand with the rest of the world. It's been okay. So Humor, to understand your situation a little bit more,
I know you since a while, and I also know you before you were blind. Could you tell us a little bit or quickly the story how that happened? What happened to you? So I was working, well, we were colleagues in a French TV network in Cambodia. And during the 2008 New Year's period, I had gone down with some friends, to Bamboo Island, just to have some time together. And about 11:36 or something, I was coming out of the main hut, which is where, it was the communal hut where everyone would gather for the festivities. And I was about to join some people outside, and someone had actually brought a pretty big mortar type, very large fireworks, and they wanted to surprise everybody. And so what happened is that instead of going vertically, the thing went horizontally, and it just crashed into my face and exploded, or it exploded and crashed into my face, or one of the two. But as a consequence, I suffered, third-degree burns across 30% of my body, from face down to shoulders. And so I had to be evacuated to Bangkok Hospital. And so then when I woke up after 27 days in an induced coma, the doctor told me that I wasn't going to see again. Wow. Every time it's still like really touching when I hear the story, man. Yeah. Yeah, no, like I. Anyway, I mean, you move forward since that a lot, and that's also a while ago, and you are still doing a lot of interesting stuff at the university, working with technology, and on very interesting projects. Can you tell us a little bit about your current work? What you're doing? Yeah, I guess just as a very quick premise, I guess like the reason why I chose this new direction is before I was doing 3D animation, I was pretty much a 3D professional. And that was also based from, a natural skill that I had, which was to draw and, create sketches and cartoon characters and all of that. But then when I lost my sight, my father had given me a MacBook, and he said, look, there's this thing that speaks to you, so you can still use the computer. And I was like, oh, that's great. So let's try. And then from there, I never stopped kind of using the computer to try to get back to par to the level of knowledge before. Then because I couldn't do anything like drawing, anything artistic in that sense, I tried to transfer that art into something more logical. And so I enrolled for a Bachelor of Computer Science and Mathematics at the University of Queensland in Brisbane, after I retook some math classes because I had to refresh that. And ever since, I've been there, and I met my co-founder Jake at a local kind of shell station where a lot of students kind of gather, during the lost hours at night to try to find a bit of energy, energy drinks and things, and head back. And we hit it up, and we had an idea because I wanted to be able to renovate my house independently. And so we came up with this idea of a talking tape measure that connects via Bluetooth to an app, and you can save data and everything. And we presented that at a accelerator, and we got in. 65 millimeters, 7 angle, 1 degrees, 6 degrees. There are 285 million visually impaired individuals around the world. Given the right tools, we're all able to learn, play, create, innovate. This is why we have created such a tool, a collaboration between two engineers, a blind one and a sighted one. A smart digital tape measure. Accurate, designed with functionality and elegance in mind. And from there, kind of the journey went on, and refining our prototype, making it better, finding more use cases for it. And we applied for the James Dyson Award in 2018. We won the Australian award, and that gave us a lot of media attention. But that's when they started
to see that we were doing a lot of other things, because my objective is pretty much spatial awareness as a blind person, with alternative methods, alternative senses like sound, like touch. Loaded. Auriga. Perfect. Flawless. We are now in the Auriga system at a distance of approximately 74 parsecs. Please drag your finger around to orbit the system. And so that picked up interest as well, and I ended up being a TEDx talker. And from there, I kind of thought, well, this is what I want to do. I want to make things which normally are not accessible, and I want to make them accessible. And I took up on this challenge, and yeah, this is how it's going now. Yeah. Wow, that's very nice. Inspiring, very inspiring words, man. That's how I feel. Yeah. So how is technology affecting your daily life, Yuma? Okay, let's say there are two sides to technology. On one hand, if I was blind maybe 30 years ago, 20 years ago, it would have been a completely different story. So I'm quite thankful for being able to access technology so that I can consume things like books, audiobooks, and communicate with other people, educate myself, navigate, and also somehow entertain myself, although it's not to the same level as being able to play a video game when I was sighted. So for these things, I'm thankful. But on the other side, technology can also be quite complex when it comes to having to use so many different platforms, each of them just doing a single thing, or people's preferences, going on different platforms. So you have to be on all of the platforms, and you have to follow all of them in order to somehow be relevant in it. So I kind of have this, bipolar attitude about technology. On one hand, I love it, and on the other hand, just like to get rid of it and go away as far as possible and just live life without technology. So, yeah. How would you describe the future? How is the future to be like? Well, it's a contentious thought inside my head, because one future can become something where we are all completely connected to technology and almost, get into symbiosis with technology. In my case, that'd be quite a good argument to have, because I would like to recover my sight. And I can only do it bionically for now, because the progress when it comes to genetic, advances actually to scaffold a full eye is not something that I would look in towards the future. So there might be some other technology that can do that, yet, they have this kind of sci-fi feeling of being a cyborg or being an augmented human being. There's that part. And the isolation part is something where we are creating technology to take us away of the isolation we may have in our minds. And that might be good, because we're constantly entertaining ourselves. But on the other side, we might actually lose our soul, because the dynamic that comes out of us is actually being fed into a screen, which is just holding us there, instead of us actually reaching out to other people with that dynamic energy of which us human beings, like what separates us human beings with computers. And lastly, society itself has its way of kind of surprising us in many ways. And I think society has an opportunity now to look at things, in a different perspective. A lot of different concepts across history have lasted a bit. Some have lasted way more, but we're currently in a phase that maybe some of these concepts can be revised a bit for the better of everybody and society. Instagram having people constantly showing themselves, and they live off of that. But if you took that away from them, let's say there's an EMP coming from the sun, so that's an electromagnetic pulse that shuts off all the electric grid, how would those people feel after that? As opposed to someone who's still kind of connected with earth and nature and the environment or the sky, and we're able to really kind of look at it in a bigger picture and move ahead and evolve.
Wow, this is a great ending for our interview, Huma. Right. Sind wir als Menschheit überhaupt in der Lage, das große Ganze zu sehen? Können wir uns zu einer Gemeinschaft entwickeln, welche die Probleme, die wir haben, gemeinsam löst? Erkennen wir unseren Planeten Erde als gemeinsame Heimat an und versuchen wir diese Heimat zu schützen? Oder driften wir alle nur für uns auf unserem eigenen Ego-Trip umher? ISS, you're too far from the station. Whatever mission you've assigned yourself, you're ill-equipped for. And that suit isn't rated for re-entry. Come on back. Haben wir uns schon zu weit von uns selbst entfernt? Und woher kommt diese Faszination eigentlich, alles künstlich zu reproduzieren? Auf der einen Seite zerstören wir die Umwelt und auf der anderen Seite erschaffen wir sie virtuell. Mittlerweile kann man schon alles Mögliche in Virtual Reality erleben. Your time has come at last, dear reader. Zum Beispiel in Videospielen Mäuse durch ein Labyrinth leiten. Oder in abgefahrenen Psycho-Apps abchillen. The spaces between the objects are like the space between thoughts. Man kann auch selber oder mit Freunden virtuell Party machen. Sich mit Sport-Apps auf spielerische Weise bewegen. Oder auch Orte von Google Maps virtuell besichtigen. Wie hier zum Beispiel das Konstanzer Münster oder Tháp Rom, ein bekannter Tempel in Kambodscha. Die Entwicklungen im Virtual Reality Bereich gehen seit einigen Jahren rasant voran. Und auch wenn es noch nicht Mainstream ist, wird es bald ein fester Bestandteil unseres Lebens sein. Das meint zumindest auch mein letzter Gesprächspartner für diesen Film, Cornell, der in Singapur lebt und selbst VR-Apps programmiert. Hey, Cornell, grüß dich. Alles klar? Ja, alles gut hier in Singapur, alles im Griff soweit. Also du bist ja mein persönlicher VR- und Technik-Guru und da freue ich mich ganz besonders drauf, dass du Zeit hast und dass wir so ein paar Sachen durchgehen können. Und bevor wir das machen, würde ich dich bitten, dich ganz kurz mal vorzustellen. Wer bist du, wie alt bist du und was machst du überhaupt? Ja, also mein Name ist Cornell Hillmann. Ich bin CG-Artist und XR-Designer in Singapur. Ich habe praktisch ich habe vorher im Bereich Mediendesign mich beschäftigt, die meisten Jahre, bin eigentlich zu VR gekommen. Das war 2013, also seit 2013 beschäftige ich mich hauptsächlich mit Virtual Reality und Augmented Reality. Okay, Social Apps ist ja auch ein Stichwort und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und mir ein paar Sachen angeguckt und da habe ich eine rausgesucht und das ist die Big Screen, die wollen wir jetzt mal ausprobieren gemeinsam. Weil das ist eigentlich eine App, wo man sich dann auch wirklich treffen kann, wie in einem Videochat, wie wir das jetzt machen, auch im Virtuellen. Lass uns das mal machen. Ja. Alles klar, schauen wir mal rein, ja. Okay, also hier können sich jetzt mehrere Freunde irgendwo aus der Welt virtuell treffen. Man kann miteinander sprechen, ein paar Sachen rumwerfen, malen, dann anscheinend auf dem Screen auch noch Sachen zeigen so. Auf jeden Fall. Also du kannst hier alles Mögliche schön rumkritzeln. Ich gehe mal wieder ein Stückchen nach vorne. Und es ist auf jeden Fall eine super Sache, um jetzt auf dem Bildschirm auch Slideshows zu zeigen und jetzt zum Beispiel auch ein Video, was man vorbereitet hat, das in einer kleinen Gruppe vorzuführen als Test, bevor man zum Beispiel, wenn man sich auf ein größeres Publikum vorbereiten will, kann man das unter Freunden sozusagen eine virtuelle Präsentation testen, ne? Um zu sehen, wie das so ankommt. Ne? Okay, das sieht jetzt schon mal ganz nett aus, aber vielleicht kennen das noch nicht so viele oder haben das auch noch nicht so viele. Was denkst du, wie wird sich das in der Gesellschaft etablieren auf Dauer?
auf jeden Fall, VR wird ein fester Bestandteil. In den nächsten 5 bis 10 Jahren wird das ein fester, oder sogar bis 20 Jahren wird das ein fester Bestandteil der unserer Wirklichkeit werden. Es wird praktisch zwischen AR, also Augmented Reality, wo praktisch man zusätzliche Informationen über der Realität sozusagen kriegt, bis zu VR, wo man in ganzen virtuellen Räumen ist, würde es Schnittstellen geben, wo der Übergang fließend ist. Und das wird ein großer Bestandteil dessen sein, wie sich Menschen untereinander austauschen, wie Dinge produziert werden, wie sich Teams untereinander ihre Produkte vorstellen, diese Art von Dingen. Das wird ein ganz normaler Bestandteil unserer Zukunft sein. Und das, was wir jetzt sehen, ist sozusagen ein Vorgeschmack darauf. Ne? Also ich finde es jetzt eigentlich schon ganz witzig, so als weitere Option zum Videochat, vor allem wenn man sehr weit auseinander entfernt lebt oder sich nicht so häufig sehen kann. Da kann man hier doch schon so ein paar Sachen machen und ist eigentlich schon ganz witzig. Genau, also genau wie gerade für Fälle wie uns, wir sehen uns ja mal so alle 1, 2 Jahre mal, du lebst in Europa, ich lebe in Asien. Da ist das eine ideale Sache, wenn man sich mal so sehen will, mal ein bisschen plaudern will. Und man will ja jetzt auch nicht immer ins Handy gucken und eine Kamera haben, die einem ins Gesicht schaut, sondern es ist einfach manchmal viel entspannter, dass man so in so einem gemütlichen Wohnzimmer zusammen abhängt, ein bisschen plaudert, ein bisschen gestikuliert. Das ist einfach eine sehr viel entspanntere Sache manchmal. Ne? Manchmal will man gar nicht unbedingt eine Kamera auf sich gerichtet haben. Ne? Ja, stimmt. So, Cornel, obwohl das echt super interessant ist, möchte ich noch gerne ein bisschen raus in die Natur, also in die wirkliche Natur, meine ich. Alles klar. Hey, aber vielen Dank für deine Zeit und die Präsentation. Okay, super. Super, hat mich prima sehr gefreut und wir sehen uns bald wieder in VR, ne? Oder auch mal wieder in der echten Welt. Oder so, genau. Alles klar. Tschüss, mach's gut. Ciao. Ciao. Nach so viel Technik tut es echt gut, mal wieder die Natur zu genießen. Auch wenn der Damm hier auch schon wieder menschengemacht ist. Aber egal. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe immer noch eine gespaltene Meinung über die Technik. Der Videochat während des Lockdowns ist ein gutes Beispiel dafür, wie Technik auch helfen kann, in Kontakt zu bleiben. Und ich finde es immer noch unglaublich, dass man heutzutage mal soeben rund um den Globus in Echtzeit einen Videochat macht. Eine wirkliche Begegnung mit einem Menschen kann diese aber auch nicht ersetzen. Die Haptik, das in den Arm genommen werden und die Nähe eines Menschen spüren, ist für jeden Menschen sehr wichtig und kann bisher nicht durch Technik ersetzt werden. Wir befinden uns auf einem Weg, wo Technologie sich so schnell entwickelt, dass man noch gar nicht absehen kann, wohin die Reise wirklich geht. Und das kann auch Angst machen. Aber es gibt eben auch Menschen wie Huma oder Cornel, die bewusst an positiven und lebensbereichernden Dingen arbeiten. Bringt uns Technologie nun mehr zusammen oder weiter auseinander? Ich würde sagen, ja, Technologie kann uns mehr zusammenbringen, aber es ersetzt keine menschliche Nähe, sondern es erweitert nur unseren Wahrnehmungshorizont.